Hallo ihr kleinen Hexers und ja, willkommen zurück. Heute geht es um die Lösung der Ethan Hacking Challenge und ja, wie ihr sehen könnt, also die URL war ja gegeben über das Challenge Interface und wie ihr sehen könnt, wird diese Seite aktuell überarbeitet. So, normalerweise fangen wir eigentlich mal immer an und analysieren den Seitenquelltext und der ist eigentlich immer super interessant. Hier sehen wir, Bootstrap wurde eingebunden, ist okay, Titel ist Hacking Challenge. Könnte vielleicht aufschlussreich sein, ja, nicht so sehr. Und dann gehen wir hier eigentlich mal durch so ein bisschen und wir sehen, hier wurde ein Link inkludiert, 3 Stück, um genau zu sein. Und wenn ihr ein kleines bisschen geschultes Auge habt, dann seht ihr schon, explore.php Fragezeichen File ist gleich https://dem-morpheus.de/faq.html. Das heißt, hier wurde direkt eine Datei als Pfad übergeben. Okay, das ist jetzt natürlich vielleicht ein kleines bisschen aufschlussreich und kann euch einige Hinweise geben. Wir gehen das allerdings mal etwas langsam an und gucken uns einfach mal an, was denn hier eigentlich passiert, wenn ich das hier öffne. Okay, wir sehen, wir landen beim FAQ. Das wird uns eigentlich einfach angezeigt. Gut, wir sind aber trotzdem auf der explore.php-Datei und das hier ist nur ein Get-Parameter. Okay, wenn wir dasselbe hier machen, dann sehen wir, wir landen wieder auf der Hacking Challenge mit dem Gästebuch. Ich glaube, hier sind viele direkt eigentlich stehen geblieben und haben dieses Gästebuch eine halbe Ewigkeit untersucht. Dazu kommen wir auch gleich noch, wie wir das Ganze genau verbinden wollen. Wir sehen aber, jedes Mal sind wir auf dieser explore.php-Datei. So, wenn wir jetzt einfach mal hinten diesen Get-Parameter weglassen, dann steht hier Missing Get-Parameter-File. Und ihr könnt euch jetzt ungefähr schon vorstellen, wie diese explore.php eigentlich arbeitet. Sprich, diese Datei hier frisst irgendeine andere Datei und zeigt die einfach an. Und wie wir hier an guests.php erkennen können, wird uns diese guests.php einfach auch wirklich mit den PHP-Funktionen angezeigt. Also wir sind hier auf der explore.php-Datei und wir haben alle Funktionen dieser guest.php-Datei drin in dieser explore.php. Und das kann so ein bisschen den Rückschluss zulassen, dass hier eigentlich dieser PHP-Code einfach 1:1 dargestellt wird, egal was hier drin steht. Jetzt wäre es natürlich irgendwie geil, wenn wir da unseren eigenen PHP-Code anzeigen könnten. Eine Möglichkeit, um unseren Code anzuzeigen, haben wir. Allerdings müssen wir hier angeben, wie diese Datei oder dass hier eine Datei sein muss. Ja, das Tolle ist, hier wird sogar ein absoluter Pfad erlaubt bei dieser explore.php-Datei. Ich kann hier einfach eingeben, meine Datei liegt bei https://dem-morpheus.de/faq.html. Das heißt, es ist nicht nur eine Datei, die wirklich auf diesem Server liegen muss, akzeptiert worden, sondern es ist auch irgendeine Datei, die auf einer völlig anderen Domain liegt. Also ist zwar derselbe Server im Endeffekt, aber offiziell ist das eine andere Domain und eine komplett fremde Datei, die hier eingebunden werden kann. Super geil, und wir können auch noch PHP ausführen. Diese beiden Informationen lassen uns jetzt etwas ganz, ganz Böses tun. Denn wir können hier jede beliebige PHP-Datei anzeigen. Auch eine PHP-Datei, die sozusagen eine Shell darstellt. Das heißt, wir können uns über eine PHP-Datei, wenn wir die ausführen können, können wir uns einfach sozusagen das Ganze quasi ausführen für uns. Also wir können hier quasi eine PHP-basierte Shell ausführen, weil der PHP-Code wird natürlich einfach ausgeführt und wir haben hier die Möglichkeit, alles mit PHP zu machen. Und dazu gibt es bei GitHub einen ganzen Haufen vorgefertigte PHP-Dateien. Ich habe hier mal eine rausgesucht für euch. Ich mache die mal kurz auf. Und zwar dieses wundervolle Projekt hier, PHP Bash. Das ist eigentlich bloß eine ganz normale Bash-Datei, also unsere Server sind eigentlich immer Linux-basiert, deswegen ist das hier natürlich auch für Linux wunderbar. Und ihr seht hier, was man machen kann. Man kann halt die ganz normalen Dinge tun, sowas wie cd, cd-path, cd-, das ist ein bisschen anders als sonst. Und wir sehen hier, wie das Ganze auch später aussieht. Ja, eigentlich eine komplette Shell und wir kommen damit höchstwahrscheinlich relativ gut zurecht. Deswegen eigentlich mal einfach nur hier den Code von dieser Shell kopieren und drauf wechseln. Also ich habe es natürlich schon im Zwischenspeicher jetzt gerade. Jetzt gehen wir hier einfach her und statt dieser File guest.php inkludieren wir halt einfach diese Datei hier, also die PHP Bash. Und
führen das aus. Und ihr seht, wir haben hier quasi Vollzugriff drauf. Wir sind bei var www.html und können hier machen, was wir wollen. Das heißt, wir können einfach mal zum Beispiel ls ausführen. Und wir sehen, was wir hier haben. Wir haben eine Baustelle.png, wir haben explore.php, wir haben guest.php, index.html, eine robots.txt haben wir auch. Können zum Beispiel uns mal die robots.txt angucken, robots.txt. Und wir sehen, dass die explore.php zum Beispiel nicht in der Robots verarbeitet werden soll. Das kann natürlich auch ein weiterer Hinweis für euch sein und ist natürlich auch super hilfreich. So, das heißt, wir haben jetzt echt voll Zugriff auf dieses ganze Ding und ja, eigentlich super simpel. Klar, hier oben steht dann nicht sicher, aber mein Gott. Okay, und was wir jetzt machen können? Gut, wir können ja einfach mal dann uns mal umgucken und zwar, wir gucken einfach mal, was hier drin ist. Achso, halt, das geht ja so nicht. So, wir gehen mal einen Ordner zurück, gucken uns da mal um. Okay, wir sind immer noch nicht weiter. So, mal geklärt kurz. Okay, wir gehen jetzt einfach mal in zum Beispiel das Root-Verzeichnis und gucken uns das einfach mal an. Und ja, wir sehen, wir haben hier komplett Zugriff auf eigentlich so ziemlich alles, was es so gibt. Aus der Aufgabenstellung könnten wir jetzt rausfinden, dass wir vielleicht, und das ist sowieso der erste Ort, wo wir suchen sollten, dass wir im Home-Verzeichnis des Benutzers nachgucken sollten, hier vorne. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in /home rein, in cd home rein und gucken uns da mal um. Hier ist ein Ordner mit User drin, also gehen wir in User rein. So, und was haben wir denn hier noch Schönes? Secret.zip. Okay, Secret.zip, das hört sich doch verdammt gut an, meint ihr nicht? Also, gucken wir doch einfach mal nach, wie wir die irgendwie verwenden können. Ja, jetzt wollen wir uns die, weiß nicht, wir können sie uns mal angucken, wir werden damit nicht viel sehen. Secret.zip, aber vielleicht ist hier einfach nur die Dateiendung ein bisschen verhunzt. Nee, wir sehen im Endeffekt gar nichts, schade drum. Was wir jetzt machen, ist, wir kopieren diese Datei einfach so in dieses Verzeichnis, sodass wir sie eigentlich auch hiermit, also mit einem ganz normal über den Webbrowser öffnen oder besser gesagt, dann auch herunterladen können. Und das machen wir, indem wir hier sagen, move secret.zip. So, jetzt müsst ihr euch wieder mal erinnern, wo wir waren. Wir waren nämlich hier bei var www.html. Das ist der Ordner, wo diese ganzen Dateien angezeigt werden. Das heißt, wir kopieren diese Datei in /var www.html und cannot move. Das ist schlecht. Okay, verschieben können wir sie offensichtlich nicht. Wir wollten sie auch eigentlich nur kopieren. Das reicht uns ja auch völlig aus. Wunderbar. So, gehen wir mal wieder in var www.html rein und schauen uns mal an, was hier so alles rumfährt. Super cool. Jetzt haben wir hier die Secret.zip rumfahren. Jetzt gehen wir doch einfach mal statt hier auf die explore.php einfach mal auf die Secret.zip-Datei. So, und jetzt sagt er mir, wo ich sie denn eigentlich gerade speichern möchte. Ich speichere sie einfach mal auf dem Desktop drauf und kann sie mir jetzt öffnen, theoretisch. Praktisch steht hier input binary or not.txt. Machen wir einfach mal auf und blöd gelaufen. Wir brauchen ein Passwort. Tja, was machen wir jetzt? Naja, wir cracken das ganze Ding. Und das machen wir, indem wir ein Terminal öffnen und auf den Desktop gehen. So, ich habe jetzt einfach mal hier das Ganze noch ein bisschen verschoben, woanders hin, also in den Ordner hc0x0e. Genau, so. Und jetzt können wir hier uns angucken, das ist die Secret.zip-Datei drin. Wir brauchen natürlich, wenn wir so ein Passwort cracken wollen, noch eine Wordlist im Normalfall. Das sollte eigentlich klar sein, dass wir hier nicht alle Passwörter ausprobieren können. Ist ganz logisch, dass es sonst viel zu heftig ist. Und deswegen sammeln wir hier einfach mal ganz kurz eine. Gut, ich habe die jetzt einfach mal hier eingefügt. Ich meine, die rockyu.txt, die kennt ja sowieso jeder. Ich habe meine gerade nicht mehr gefunden, ich musste sie nur runterladen. Aber das macht ja nichts. Einfach mal nach rockyu.txt googeln und dann findet ihr die auch. Oder DuckDuckGo, mir furchtbar egal. Genau. Und jetzt wollen wir eine ZIP-Datei cracken. Das geht am schnellsten, beziehungsweise am einfachsten. Da muss man am wenigsten erklären mit dem Programm fcrackzip. Ihr könnt das Ganze auch mit John machen oder mit Hashcat, da könnt ihr benutzen, was euch am liebsten ist. Ich finde fcrackzip einfach am einfachsten für ZIP-Dateien tatsächlich, oder ihr könnt auch von mir aus das Python-Programm nutzen, was wir zusammengeschrieben haben.
Und ja, ganz kurz zum Erklären, wir haben hier Dictionary-Angriff, deswegen die -D-Option. Wir wollen unzip verwenden, das heißt, wir probieren es einfach zu entpacken und dadurch quasi neue oder ungültige Passwörter rauszufiltern. Und wir benutzen auch noch die -P-Variante hier. Entschuldigung. Ich habe mich irgendwie vor kurzem ein bisschen erkältet. Das ist eher uncool. Genau, wir wollen hier die -P-Option noch benutzen, um eben mit einem Passwort für die Datei direkt einfach anzufangen. So, das heißt, wir wollen hier fcrack-zip-d-u-p und zwar die rockview.txt und wir wollen secret.zip cracken. Und das ging super schnell. Das Passwort steht relativ weit vorne. Passwort ist offensichtlich Sunshine. Das heißt, wir können hier jetzt hergehen und können das Ding hier entpacken mit dem Passwort Sunshine. Und ja, jetzt haben wir hier eine weitere Textdatei. Also die Rockview ist die Passwortliste, die können wir jetzt vergessen. Die secret.zip haben wir entpackt, haben wir hingekriegt. Jetzt input binary or not.txt. Machen wir einfach mal auf. Und wo bist du hin? Ich muss sie suchen. Wunderbar, da ist sie. So, okay, wir sehen, es sind relativ viele Nullen. Das mag jetzt ein bisschen verwirrend sein. Okay, war zu viel dafür. Die hat auch ein paar tausend Zeichen drin. Ich mache das mal im Terminal auf und sage hier mal Cut dazu. Cut Input. Genau. So, wir sehen hier, das sind sehr, sehr viele Nullen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das eigentlich? Sehr, sehr verdammt viele Nullen. Hier sind ein paar Einser. Interessant. Okay, was könnte das wohl sein? Gehen hier mal weiter hoch. Hier sind sehr viele Einser. Okay. Könnte Binärformat sein. Und das war jetzt meiner Meinung nach das eigentlich Schwerste an der ganzen Challenge, hier rauszufinden, was da hinten dran steckt. Wenn ihr bis hier gekommen seid, dann habt ihr es schon mal sehr, sehr weit geschafft. Hier oben sehen wir übrigens noch viele Nullen. Und ich versuche das jetzt gerade mal so hinzukriegen. Naja, okay, ich krieg's nicht hin. Diese Blöcke hier, die sind eigentlich alle relativ ähnlich lang. Wenn wir mal gucken hier, ja, der kürzeste, den wir finden, der ist, ich glaube, einer hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Okay, der nächstkürzere hier ist der hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also genau doppelt so lang. Die hier sind höchstwahrscheinlich auch alle 10. 2, 4, 6, 8, 10. Der hier ist höchstwahrscheinlich genauso lang, der 1er-Block. Also 2, 4, 6, 8, 10. Und die Nullerblöcke, die kurzen 2, 4, 6, 8, 10, sind auch genau immer 10 lang. Das heißt, wir haben hier eine Codierung, die irgendwie 10 Mal hintereinander genau dasselbe Zeichen ist. Und ja, das könnte uns vielleicht Aufschluss darüber geben. Es gibt nur 1 und 0 in dem Ding hier. Das heißt, das ist sowas Ähnliches wie binär, aber eben halt nicht ganz binär. Und ja, jetzt könnte man drauf kommen, okay, das ganze Ding könnte vielleicht, ist schwer drauf zu kommen, ich weiß, aber das Ganze könnte vielleicht ein Bild sein. Und zwar ein Schwarz-Weiß-Bild, also 0 für immer aus, also quasi ein 10er-Block für 0-Bild, also da ist schwarz quasi, und dann wieder 10 weitere für weiß, sowas eben zum Beispiel. Also 1 steht ja normalerweise für an, 0 steht normalerweise für aus. So, dann probieren wir da einfach mal was damit zu tun. Und zwar, wir bleiben einfach in diesem Ordner drin. Wir gehen wieder mal nach ganz unten. Und wir fangen hier an. Einfach mal, ich mache das jetzt mit gedit, weil ist so. Und wir nennen die Datei txt to image.python. Und ja, jetzt fangen wir hier einfach mal an mit Coden. Wird kein großes Programm. Wir sagen einfach mal, wir wollen ein Bild draus machen. Deswegen benutzen wir wieder mal pill, logischerweise. From pill import image und import text wrap, weil das Ganze auch leichter macht. Und dann sagen wir hier, wir öffnen logischerweise diese Datei, deren Namen ich vergessen habe. Dessen Name nicht genannt werden darf. Mit nur Leserechten. Also wir brauchen ja nicht mehr, wir wollen ja nur lesen als Datei.
1, 2, 3, 4 und sagen dann, wir wollen das Ganze kopieren. Ganz kurz noch angemerkt hierbei, die Challenge ist auch wieder entstanden, inklusive der Lösung, ist auch entstanden im Sinne von, ja, waren einige Leute aus der Community und zwar möchte ich hier, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich da alle nenne oder ob ich alle nennen darf auch. Jomain auf jeden Fall und Nico natürlich, die beiden kennt ihr ja schon, die sind ja auch beim Community-Projekt ganz weit und tief involviert und deswegen sagen wir hier jetzt, wir machen hier einfach weiter. Deswegen, ich wollte ganz kurz Props geben hier an die beiden und selbstverständlich noch an alle anderen, die auch daran beteiligt waren. Gut, also, wir haben jetzt quasi hier das Ziel, wir wollen daraus ein Bild machen. So, und dann sagen wir hier nämlich für jede Zeile. So, und jetzt kommt nämlich der nächste Mindfuck. Es war nicht nur ein einfaches Bild, das konnte man auch erkennen, sondern es war gleichzeitig noch ein QR-Code. Und ja, da muss man natürlich erstmal drauf kommen. War eventuell ein bisschen zu krass, habe ich dann auch gemerkt im Hinterher, wo viele Leute dann auch gemeint haben, beziehungsweise wo wir auch gesehen haben, es haben relativ wenige eigentlich nur gelöst. String, 530. Aber wir haben ja schon gemerkt, hier in 10er Schritten wird das Ganze gemacht. Und so, wir sagen hier, converted.pend row.replace 0 mit. Also wir wandeln quasi 0 in ein leer um und überspringen dann die nächsten 9 im Endeffekt. Mehr oder weniger. Genau so. Okay. So. Und die Einser, die bleiben einfach drin. Und wir basteln uns hier jetzt einfach mal direkt ein Image daraus. Ups. img ist gleich image.new und zwar wollen wir ein RGB-Bild, RGB. Und ja, wie setzt sich das ganze Ding jetzt zusammen? Und zwar aus der Länge, logischerweise von converted von 0. Das sind quasi die Zeilen. Also wie viele Zeilen gibt es in dem Bild. Und das nächste ist die Länge von Converted selber. Converted, das sind dann eben die Spalten. Quatsch, ohne Klammern. Logischerweise jetzt bitte. Und das Ganze soll also Sekunde, ich muss noch mal kurz die Klammern überprüfen hier. Das stimmt soweit. Und das Ganze soll jetzt ein weißer Fleck werden sozusagen. So, und jetzt können wir die Pixel aus dem Bild generieren lassen. Image.load. So, und dann speichern wir das Ganze. Füllen wir das Ganze. Also, was wir jetzt gemacht haben, ist hier, wir haben ein neues Bild erstellt mit den passenden Ausmaßen sozusagen. Das heißt, wir sagen hier, okay, so breit ist das ganze Ding, so hoch ist es, also macht das mal bitte. Und hier unten füllen wir jetzt quasi, wenn hier eine 0 drin ist oder wenn eine 1 drin ist, mit der passenden Farbe, also entweder schwarz oder weiß. Beziehungsweise weiß müssen wir nicht, weil weiß ist die Standardfarbe. Also, wir gehen jetzt hier einfach mal her. For j in range image.size von 0. Die Klammer meinte ich. For x, wenn ich jetzt heute noch tippen könnte, in range image.size von 1. Also quasi x und y, oder andersrum y und x Richtung. So, immer schön mitzählen. If converted von x von y, ist eine zweidimensionale Liste. Wenn das 1 ist, so, jetzt brauche ich tatsächlich hier. Dann ist Pixels von y, x, weil wir es hier aus Versehen falsch rum gemacht haben, ist gleich 0, 0, 0. So. Warum mache ich die Lösung hier jetzt einfach genau so? Weil ich weiß nicht, die sollte, glaube ich, danach auch öffentlich werden. Und damit ihr euch nicht irgendwie verwirrt fühlt, mache ich einfach mal exakt diese Lösung, die wir hier auch drin haben. Ansonsten, meine Anmerkung wäre hier vielleicht die beiden zu vertauschen, aber ist nicht so wichtig, funktioniert auch so wunderbarstens. Und das speichern wir jetzt unter qr.png.
So. Ja, vielleicht hier noch die Anführungsstriche reinschreiben. Gut. Das führt dazu, dass wir hier das Ganze konvertieren können sollten. Und das mache ich jetzt einfach mal. Wir sind im richtigen Ordner drin. Das heißt, wir sagen hier Python. Die Datei heißt text-to-image.py. So. Und gucken wir mal, was hier passiert ist. Gib es. So, jetzt braucht irgendwie mein Bildprogramm gerade sehr, sehr lange. Okay, wir haben hier offensichtlich einen QR-Code erstellt. Und ja, ihr könnt ihn jetzt ganz gerne mal mit dem Handy irgendwie scannen oder sowas. Funktioniert auch wunderbarstens. Allerdings kommt dann wieder nur Kauderwelsch bei raus. Aber ich meine, dass man schon mal einen QR-Code sieht, ist ja schon mal eigentlich ein Zeichen. Okay, ich habe zumindest nicht komplett falsch gedacht. Man sieht ja diese markanten Dinger hier an der Seite. Das ist schon mal auf jeden Fall nicht Quatsch. Was dabei rauskommt, und das möchte ich nochmal ganz kurz festhalten hier, ist gleich, ist das da? Ist das hier. Das heißt, hier steht, Kauderwelsch ist gleich SHA-512 von Text. Funktioniert wunderbar, habe ich gerade auch ausprobiert. Logischerweise habe ich mein Handy jetzt gerade nicht gefilmt, aber deswegen hier für euch diese Zusammenfassung. Und das ist schon ziemlich cool, weil, ja, das gibt euch schon mal Auskunft darüber, was da eigentlich drin steht. Also, was machen wir jetzt logischerweise, wenn wir SHA-512 haben? Naja, wir nehmen Hashcat. Oder weil wir einfach nur extrem faul sind, gehen wir auf md5hashing.net und können dort dann unter Hash SHA-512 auch den Reverse-Hash sozusagen berechnen. Und raus kommt dann MyPassword. Das heißt, wir müssen überhaupt kein Hashcat aktuell einfügen, weil wir das einfach online machen können. Und da geht es ein bisschen schneller sogar noch, als wenn wir das von Hand machen. Wir brauchen keine Wordliste gerade aktuell dazu. Das ist eigentlich ganz angenehm. So, und ja, MyPassword. Was kann MyPassword sein? Ja, das ist quasi euer gesuchtes Passwort. Und ja, so lame war die Lösung dieser Hacking-Challenge, aber es war ein unglaublich krasser Weg, da drauf zu kommen, und ich glaube, ihr musstet hier wirklich all euer Wissen anwenden. Und ja, wenn ihr irgendwas währenddessen oder wenn ihr irgendwie Schwierigkeiten währenddessen hattet, dann hoffe ich einfach mal, ihr habt mal nachgefragt, irgendwie im Forum oder so oder auf dem Discord. Und dort haben sich dann noch andere zusammengefunden, die euch vielleicht geholfen haben oder so. Also ich denke, man musste für diese Hacking-Challenge auf jeden Fall, vor allem für den Teil mit QR-Code, musste man schon mit mehreren Personen irgendwie was machen, weil sonst da drauf zu kommen, dass es QR-Code ist vielleicht nicht die intuitivste Lösung, sage ich jetzt mal. Aber genau darum geht es ja auch, dass man zusammen ein schwieriges Problem lösen kann. Und ja, das ist es auch tatsächlich für dieses Mal. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, hier scheint es noch eine zweite Challenge gegeben zu haben, die ihr eventuell auch noch lösen konntet, und für die wird dann auch demnächst das Lösungsvideo dann vorgestellt werden. Bis dahin wünsche ich euch gerade nochmal viel Spaß beim Suchen der zweiten Challenge und ja, viel Spaß auch beim selbst nochmal durchlösen quasi von dieser Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall Feedback da, wie immer, und vielen Dank an die Ersteller, die sich bitte hier unter dem Video auch mal alle nochmal melden dürfen, damit sie auch ihre wirklich verdienten Props bekommen. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.